Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen bei Frankensteins Calcioburs. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es die Review zu Krieg im Weltenraum. Der Film spielt im Jahr 1965 und beginnt auf der japanischen Raumstation JSS-3. Diese wird kurz darauf von 3 fliegenden Untertassen angegriffen und zerstört. Auf der ganzen Welt beginnt eine unbekannte Kraft, Objekte in den Himmel zu heben, was zur Entgleisung eines japanischen Schnellzuges, zur Zerstörung eines Frachters im Panamakanal und zu einer verheerenden Flut in Venedig führte. Alle Menschen, die diese Ereignisse überlebten, leiden danach unter extremen Erfrierungen. Bei einem UN-Treffen im japanischen Space Research Center wurde die Theorie aufgestellt, dass die Angriffe außerirdischen Ursprungs sein müssen. Unterdessen verlässt Dr. Ahmed, ein iranischer Delegierter, hypnotisch das Treffen, versucht die neu entwickelte Hitzestrahlkanone zu stehlen und nachdem er aufgehalten wird, erklärt er, dass die Erde ein Satellit des Planeten Natal werden wird. Nach seiner Flucht wird er von einer fliehenden Untertasse pulverisiert. Die Versammlung kommt zu der Erkenntnis, dass sich auf dem Mond eine Natal-Basis befindet und bereitet 2 Teams für die Erkundung vor. Am Vorabend der Mission wird Iwamura von den Natal unterworfen. Wir heißen dich als neuen Diener des herrlichen Planeten Natal willkommen. Tags darauf starten die beiden Raketen SPIP-1 und SPIP-2 zum Mond. Unterwegs werden sie von ferngesteuerten Meteoren, sogenannten Weltraumtorpedos, angegriffen, aber sie zerstören sie. Währenddessen wird Iwamura beim Versuch erwischt, die Wärmestrahlstromversorgung der SPIP-1 zu sabotieren. Er wird allerdings rechtzeitig festgenommen und das Schiff kann ausweichen. Den SPIPs wird eine Warnung gegeben, nicht auf dem Mond zu landen, doch sie wird von den Besatzungen nicht beachtet. Die beiden Raketen landen und setzen ihre Mondgeländefahrzeuge ab. Nach einer längeren Erkundung sehen sie fliegende Untertassen und finden so die Natal-Basis. Daraufhin bereiten sie einen Angriff vor. Iwamura befreit sich aus seinen Fesseln, setzt den Wachmann außer Gefecht und sprengt die SPIP-1 in die Luft. Währenddessen wird Etsuko gefangen genommen, doch ihre Schreie werden gehört und sie wird schnell von Katsumiya befreit. Die Gruppe beginnt, die Basis anzugreifen und sie in die Luft zu jagen. Dadurch wird Iwamura von seiner Gedankenkontrolle befreit. Was habe ich getan? Die Gruppe zieht sich zu ihren Raumschiffen zurück, doch wird unterwegs ständig von den Schiffen der Natal angegriffen. Zurück am Landeplatz sehen sie, dass ein Schiff zerstört wurde. Iwamura erzählt, dass er aufgrund der Gedankenkontrolle dafür verantwortlich ist und während der Rest der Mannschaft abhebt, bleibt er auf dem Mond zurück, um den anderen Feuerschutz zu geben. Während auf der Erde der öffentliche Aufschrei gegen die Invasion zunimmt, schließen sich die Völker der Erde zusammen und es beginnt die Massenproduktion von Aufklärungsraketen, die für den Kampf modifiziert werden. Währenddessen bereitet sich die UN auf eine letzte Schlacht vor. Als Natal den Angriff startet, starten auf japanischen, texanischen und sibirischen Stützpunkten die neu fertiggestellten FFI-Weltraumjäger zum Angriff und setzen Atomhitzekanonen zur Verteidigung ein. Die Erdstreitkräfte verteidigen sich so gut sie können, doch einige Weltraumtorpedos brechen durch und treffen ihre Ziele in New York und San Francisco, wodurch die Freiheitsstatue und die Golden Gate Bridge zerstört wird. Das Natal-Mutterschiff dringt in die Atmosphäre ein und dezimiert mit seinen Gefrierstrahlen einen Großteil von Tokios Ginza-Bezirk. Die Atomhitzekanonen gelingt es schließlich, es zu zerstören und die Natal-Invasion so zu beenden. Hallo, nun zu meiner Bewertung. Die Handlung ist typisch für den Invasionsfilm. Es gibt keine großen Wendungen. Was aber die Gestaltung der Geschichte von den Plots anderer Werke abhebt, ist, dass es nicht eine Nation ist, die die Aliens auffällt, auch nicht die Atombombe. Dieses Mal sind beinahe alle Völker involviert und arbeiten zusammen gegen den übermächtigen Feind. Anders als in Weltraumbestien, wo es nur ein paar waren. Hondas Kern der Geschichte kommt hier stärker zur Geltung als in Weltraumbestien. 9Gs. Die Effekte kann man nur als grandios und beeindruckend beschreiben. Absolut klasse Modelle der Raketen,
Das Weltall ist wahnsinnig atmosphärisch gestaltet und die visuellen Effekte sind on top. Kleiner Ausrutscher für mich ist die Alien-Basis auf dem Mond. Diese wirkt leider nicht sonderlich bedrohlich, aber das ist Geschmackssache. Tsuburaya in Bestform. 10 Gs. Hier gelingt es erneut Akira Ifukube, den Film mit seiner Musik ordentlich Schwere und Tiefe zu geben. Sein Marsch der Aliens, gerade was während des Intros zu hören ist sehr reißerisch und unterstreicht den aggressiven Charakter der Aliens. Das Marschthema ist ein absoluter Klassiker und reißt jeden mit. Nach Godzilla 54 sein bis dato bester Score. 10 Gs. Die Kämpfe sind diesmal alle mitreißend und spannend inszeniert. Ganz großes Kino bis heute ist der Kampf im Weltenraum zum Finale. Einen Punktabzug für den Kampf auf dem Mond. Die Menschen schaffen es, eine ganze Alien-Basis mit einem Laser zu zerstören. 9 Gs. Der Film beginnt mit einem Wahnsinnstempo und man ist als Zuschauer durchaus immer gespannt, wie die Handlung weitergeführt wird. Lediglich die Szene auf dem Mond ist etwas langatmig und bremst den Film ein wenig aus, nimmt aber dann wieder ordentlich an Fahrt auf. 9 Gs. Insgesamt komme ich auf 47 von 50 Gs. Der Film ist klassisch für einen Film dieser Zeit und sehr gut umgesetzt. Interessant ist, dass es nach der erfolgreichen Zerstörung der Mondbasis nochmal zu einem Gefecht um und auf der Erde gibt. 9 Gs. Die Effekte sind auf einem erneut sehr hohen Niveau und auch die Kulissen sind super gestaltet. Zum Ende hin sind dann immer häufiger die Feen zu sehen, an denen die Raketen und Schiffe hängen. 9 Gs. Und es gibt wieder wunderbare Märsche von Ifukube zu hören, die leider in der deutschen Version nicht alle zu hören sind. Nervig hingegen ist das Temerin, welches für die Töne der fliegenden Untertassen genommen wurde. 8 Gs. Die Kämpfe sind super inszeniert. Egal ob bei den Zerstörungen der Raumstation und der Mondbasis oder bei den Weltraumkämpfen zum Ende. Alles sieht spektakulär aus. 10 Gs. Die Spannung steigt schon am Anfang, aber flacht während der Untersuchung etwas ab. Danach bleibt es bis zum Ende hin spannend. 9 Gs. Und damit komme ich insgesamt auf 45 von 50 Gs. Zusammen mit Sven seiner Bewertung von 47 Gs kommen wir damit insgesamt auf einen Schnitt von 46 von 50 Gs. Krieg im Weltenraum ist zweifellos ein A-Film. Tolle Spezialeffekte, gute Darsteller, ein Drehbuch mit einem positiven Blick auf unsere Welt sowie hervorragende Musik machen dieses Werk zu einem absoluten Sehereignis. In 20 Jahren vor Star Wars ist es dem Team von Honda, Tsuburaya, Ifukube und Tanaka gelungen, den eigentlich ersten Film über einen Krieg im Weltenraum zu drehen. Auch Hondas Erzählung, dass die Welt sich bereits zusammengeschlossen hat, um gegen globale Herausforderungen vorzugehen, ist gerade heutzutage beispielhaft. Die Toho hat mit diesem Film eines ihrer absoluten Highlights geschaffen und langsam tritt die Toho in die Zeit ein, die man später als das goldene Zeitalter des Kaiju-Eiga bezeichnen wird. Es war Frankenstein.